Hi, ich bin Özgün Kaplan und Teil des Teams der Studienberatung hier an der HTW Berlin. Was kann ich tun, wenn es im Studium gerade mal nicht so gut läuft? Wenn es mal nicht so läuft mit deinem Studium oder du einfach nicht weiterkommst, komm gerne zu uns in die Studienberatung. Wir sind persönlich, telefonisch oder vor Ort an beiden Standorten erreichbar. Was passiert, wenn ich zu lange studiere? Von Hochschulseite aus erstmal nichts. Du darfst länger studieren. Du musst selber nur darauf achten, je nachdem wie du dein Studium finanzierst, ob du über die Regelstudienzeit hinaus auch gefördert werden würdest. Die Hochschule wünscht sich natürlich, dass alle es schaffen, in der Regelstudienzeit ihr Studium abzuschließen. Die Lebensrealität sieht oft anders aus. Das heißt, wenn du länger für dein Studium brauchst, ist das kein Problem. Sollte ich ein Urlaubssemester nehmen, wenn ich zu wenig Zeit zum Studieren habe? Du kannst ein Urlaubssemester nehmen, wenn du zu wenig Zeit fürs Studium hast. Wir empfehlen immer dann, ein Urlaubssemester zu nehmen, wenn du zum Beispiel von Beginn an weißt, du wirst an keiner einzigen Veranstaltung teilnehmen können und du wirst auch keine Prüfung mitschreiben können, weil dann wird einfach das Semester auch nicht weitergezählt. Du musst nur darauf achten, bzw. du musst berücksichtigen, dass wenn du BAföG-Empfängerin bist, dass in diesem Zeitraum dann auch das BAföG nicht weiter gezahlt wird. Was muss ich für den 4. Prüfungsversuch tun? Solltest du 3 Prüfungen zuvor verhauen haben, wirst du Post bekommen von dem Studierendenmanagement. Dort wirst du darüber informiert, dass du jetzt 3-mal schon eine Prüfung nicht bestanden hast, du aber die Möglichkeit hast, einen 4. Prüfungsversuch zu bekommen, wenn du innerhalb einer bestimmten Frist, die ist auch relativ kurz, einen Termin mit deinem Studienfachberater vereinbarst. Bei diesem Gespräch mit dem Studienfachberater füllt er das angehängte Formular aus, das du dann wieder an das Studierendenmanagement-Team schicken musst, sodass du für den 4. Prüfungsversuch angemeldet werden kannst. Der 4. Prüfungsversuch ist auf jeden Fall möglich, er ist aber mit wesentlich mehr Aufwand verbunden. Das heißt, du musst dann auf jeden Fall deine Post regelmäßig checken und du musst innerhalb der Frist den Termin mit deinem Studienfachberater vereinbaren, damit er das Formular ausfüllen kann, das du dann innerhalb der Frist zurückschicken musst. Wie kann ich meinen Studiengang wechseln? Wenn du den Studiengang wechseln möchtest, bewirbst du dich einfach innerhalb der Bewerbungsfrist für den Wunschstudiengang. Du musst einfach, wenn du ein Studienplatzangebot erhältst, diesen annehmen und den Immatrikulationsantrag ausfüllen. Dann wirst du umgeschrieben. Dadurch, dass du dich schon mal an der HTW beworben hast, musst du keine weiteren Unterlagen einreichen. Uns liegen ja schon alle deine Unterlagen vor. Deine bisher erbrachten Prüfungsleistungen werden an den neuen Prüfungsausschuss geschickt und eventuell erfolgt dann die Anrechnung. Welche Unterstützung bekomme ich bei der Praktikumssuche? Im besten Fall bietet dein Studiengang dir vor dem Mobilitätssemester eine Infoveranstaltung an mit allen relevanten Infos, gemeinsam mit dem Career Service. Falls das nicht ist, kannst du trotzdem auf jeden Fall die Angebote des Career Service nutzen. Sie bieten regelmäßige Bewerbungschecks an und immer zu Beginn des Semesters, im Oktober oder im März, bieten sie die Praktikumswochen an. Das heißt, dort geben sie Tipps zur Praktikumssuche und zur Bewerbung. Was mache ich, wenn es mir länger mal nicht so gut geht? Dann kannst du gerne die Angebote unserer psychologischen Beratung nutzen. Sie bieten zum einen regelmäßig Webinare an, eben konkret zum Thema Prüfungsangst, zum Thema Stressbewältigung. Oder wenn es dir einfach länger nicht so gut geht, kannst du auch immer ein persönliches Gespräch mit der psychologischen Beratung vereinbaren. Die kannst du vor Ort am Campus Wilhelminhof oder in der Tresco-Allee wahrnehmen oder auch Online-Termine vereinbaren. Was muss ich beachten, wenn ich mich auf ein Masterstudium bewerbe? Die allermeisten unserer Masterstudiengänge sind konsekutiv. Das heißt, es wird vorausgesetzt, dass du einen einschlägigen oder zumindest vergleichbaren Bachelorabschluss vorweist. Du kannst auf der Studiengangsseite unter dem Reiter Bewerbung nachschauen, welches die Zulassungsvoraussetzungen sind. Und in den allermeisten Fällen steht auch dabei, welche Studiengänge als vergleichbar gelten. Wenn du dich bei uns auf einen Masterstudiengang bewirbst, der 210 ECTS-Punkte fordert, weil zum Beispiel der Master nur 3 Semester geht, dann kannst du dich mit einem Bachelor, der nur 180 ECTS-Punkte hat, trotzdem auf jeden Fall bewerben. Du würdest nur zugelassen werden mit Auflagen. Das heißt, du müsstest innerhalb des Masterstudiums die 30 ECTS-Punkte auf jeden Fall noch nachholen. Wenn du dich in deinem Bachelor-Abschlusssemester auf einen Masterstudiengang bei uns bewirbst, dann kannst du das auch machen. Du musst aber nachweisen, dass du zumindest schon deine Bachelorarbeit angemeldet hast.